Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. Tief in den Wäldern des Bundesstaates Washington verbirgt sich etwas Seltsames. Es ist nicht auf Karten verzeichnet. Keine Schilder, keine Zäune, nur eine Grube. Aber nicht irgendeine Grube, ein bodenloser Abgrund, der Objekte verschluckt hat. Tiere erschreckte und jedem bekannten physikalischen Gesetz widersprach. Einheimische fürchteten ihn, Wissenschaftler ignorierten ihn, bis eine Drohne hineingeschickt wurde, um die Wahrheit aufzudecken. Und was sie aufnahm, veränderte alles. In den nächsten Minuten tauchen wir ein in die erschreckende wahre Geschichte von Mel's Loch. Ein Ort, so verstörend, so unerklärlich. Einführung in Mel's Loch. Versteckt tief in der abgelegenen Wildnis nahe Ellensburg, Washington, liegt eine Legende, die seit Jahrzehnten für Gänsehaut sorgt und die Fantasie beflügelt, Mel's Loch. Dies ist nicht einfach irgendein Loch, es ist perfekt rund, unnatürlich tief und von einer Dunkelheit umhüllt, sowohl im wörtlichen als auch im geheimnisvollen Sinne. Seit Jahren beschreiben geflüsterte Erzählungen es als bodenlosen Abgrund, einen Ort, an dem die Gesetze der Natur sich zu beugen oder zu brechen scheinen. Einheimische berichten von seltsamen Ereignissen, Tieren, die sich weigern, sich zu nähern, objecten, die in die Grube geworfen werden und nie ein Geräusch beim Aufprall machen, und einer unheimlichen Präsenz, die in der Luft zu verweilen scheint. Rund um Lagerfeuer und in abgelegenen Bars haben Jäger und Alteingesessene Geschichten geteilt, die wie Folklore klingen, bis jetzt. Denn endlich wird die Legende auf die Probe gestellt. Ausgerüstet mit modernster Drohnentechnologie hat ein Team von Wissenschaftlern gewagt, was sich zuvor niemand traute, die Tiefen von Mel's Loch zu erforschen. Was sie aufnahmen, übertraf alle Erwartungen und könnte gerade die Grenze zwischen Mythos und Realität erschüttert haben. Einige haben es mit Nevadas Devil's Hole verwechselt. Aber machen Sie keinen Fehler. Dieses Phänomen in Washington ist etwas völlig anderes. Und vielleicht das Seltsamste von allem? Die Welt hörte erstmals von Mel's Loch nicht durch wissenschaftliche Zeitschriften oder Dokumentationen, sondern durch einen einzigen, eindringlichen Anruf, der live im Radio übertragen wurde. Dieser Moment entzündete die Lunte zu einem der rätselhaftesten Mysterien, die je die Ätherwellen erreichten. Was verbirgt sich also wirklich am Boden von Mel's Loch? Ist es nur eine seltsame geologische Anomalie oder ein Portal zu etwas, das unser Verständnis übersteigt? Eines ist sicher, Sie werden sehen wollen, was als nächstes geschieht. Mel Waters Entdeckung und erste Enthüllungen. Im Winter des Jahres 1997 tätigte ein Mann namens Mel Waters einen Anruf, der alles verändern sollte. Er meldete sich bei der nächtlichen Radiosendung Coast to Coast AM, moderiert von Art Bell, und offenbarte etwas, das Schockwellen durch die paranormale Gemeinschaft sandte: ein bodenloses Loch in Ellensburg, Washington, wie es die Welt noch nie zuvor gesehen hatte. Mel machte keine wilden Behauptungen. Er berichtete, dass er jahrelang das Loch auf seinem Grundstück untersucht und Experimente durchgeführt hatte, die zu beunruhigenden Entdeckungen führten. Seinen Angaben zufolge war das Loch mindestens 880.000 Fuß tief, so tief, dass kein Seil, Gewicht oder Messgerät jemals den Boden erreicht hatte. Er hatte Angeleinen mit Ködern und schweren Objekten hinabgelassen, doch sie trafen nie auf festen Grund. Noch seltsamer war, dass die Umgebung des Lochs alles andere als normal war. Die Temperatur änderte sich nie, unabhängig von der Jahreszeit. Schnee weigerte sich in der Nähe des Randes anzusammeln, und Tiere mieden instinktiv das Gebiet, als ob sie etwas jenseits menschlichen Verständnisses spürten. Doch die schockierendste Enthüllung? Mel behauptete, das Loch besitze unnatürliche Eigenschaften, Phänomene, die den bekannten Naturgesetzen widersprachen. Er sprach von einem Experiment, bei dem ein verstorbener Hund in das Loch hinabgelassen wurde, nur um lebendig und völlig unversehrt zurückzukehren. Das Radiopublikum war fassungslos. War Mel's Loch mehr als nur ein unerforschtes Abgrund? Könnte es ein Tor zu etwas jenseits menschlichen Verständnisses sein? Trotz der wachsenden Legende gab es keine offiziellen Aufzeichnungen über seine Existenz, keine geologischen Untersuchungen, keine Karten, nichts. Noch verdächtiger war, dass das Land, das Mel angeblich besaß, keine Dokumentation hatte, die es mit ihm in Verbindung brachte, als ob es aus der Geschichte gelöscht worden wäre. Dan, ohne Vorwarnung, verschwand Mel aus der Öffentlichkeit. Sein Aufenthaltsort bleibt unbekannt. Dies schürte nur weitere Fragen. Wenn Mel die Geschichte erfunden hatte, warum schien es, als wollte jemand alle Spuren von ihm beseitigen? Und wenn er die Wahrheit sagte,
Was genau befand sich am Boden des Lochs? Etwas so Geheimnisvolles, dass es sowohl Mel als auch seine Entdeckung verschwinden ließ? Während sich die Legende von Mels Loch verbreitete, ging sie schnell über lokale Folklore hinaus. War es ein Portal zu einer anderen Dimension? Das Mysterium vertiefte sich und hinterließ mehr Fragen als Antworten. Doch Mel war nicht zufrieden damit, nur das Unmögliche zu beobachten. Er benötigte Beweise. Was er als nächstes tat, würde nicht nur das Mysterium vertiefen, sondern auch die Art von Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die deutlich machte, dass jemand oder etwas nicht wollte, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Mels seltsame Experimente und unnatürliche Phänomene. Mel Waters hatte schon immer das Gefühl, dass mit dem Loch etwas nicht stimmte. Es begann mit den Tieren. Seine Hunde, normalerweise furchtlos, weigerten sich dem Loch zu nähern. Selbst wenn Futter direkt am Rand platziert wurde, wichen sie zurück. Vögel flogen nie darüber, als würden sie instinktiv etwas meiden, das darunter lauerte. Doch das eigentliche Mysterium begann, als Mel versuchte, die Tiefe des Lochs zu messen. Zunächst benutzte er eine einfache Angelschnur mit einem Gewicht daran. Er ließ sie immer tiefer hinab, doch die Schnur stieß nie auf Widerstand. Entschlossen, eine Antwort zu finden, verwendete er eine Angelschnur in Industriequalität. Aber das Ergebnis blieb dasselbe, nichts. Er ließ die Schnur weiter hinab, bis er eine erstaunliche Länge von 880.000 Fuß erreicht hatte, und dennoch verschlang das Loch alles. Das widersprach jeder Logik. Das tiefste je von Wissenschaftlern gebohrte Loch, das Kola-Bohrloch in Russland, erreichte etwas über 40.000 Fuß und benötigte Jahrzehnte zur Fertigstellung. Womit Mel es zu tun hatte, war nicht nur ein Abgrund, es war etwas, das nicht existieren dürfte. Mel führte weitere Tests durch, und was er entdeckte, war noch beunruhigender. Elektronische Geräte funktionierten in der Nähe des Lochs nicht mehr richtig. Radios empfingen bizarre Signale. Und manchmal, wenn er in die Leere hineinrief, hallte seine eigene Stimme zurück. Verzerrt, als würde etwas darunter sie wiederholen. Mel und eine Gruppe von Einheimischen beschlossen, etwas Unheimliches in das Loch hinabzulassen, den kürzlich verstorbenen Jagdhund eines Nachbarn. Zunächst nahmen sie an, dass der Körper sich losgerissen hatte. Doch dann, nur wenige Tage später, geschah etwas Unmögliches. Derselbe Hund wurde in der Nähe der Stadt gesichtet. Er sah identisch aus, mit denselben Narben und denselben Fellzeichnungen. Doch er reagierte nicht auf seinen Besitzer. Seine Bewegungen waren unnatürlich, fast mechanisch. Einige taten es als Verwechslung ab. Doch andere flüsterten, dass dem Tier etwas geschehen war, etwas, das es zurückgebracht hatte, aber nicht auf eine Weise, die jemand begreifen konnte. Lokale Geschichten und Augenzeugenberichte. Mel Waters war nicht der Einzige, der glaubte, dass das Loch jeder Erklärung widersprach. Schon lange vor seinem Anruf bei Coast to Coast AM hatten Einheimische im Flüsterton über seine Existenz gesprochen. Einige glaubten, es sei ein bodenloser Brunnen, während andere überzeugt waren, es handle sich um ein Portal in eine andere Welt. Unabhängig davon, was sie dachten, war eines sicher: jeder, der in der Nähe gewesen war, hatte eine Geschichte zu erzählen. Einer der bemerkenswertesten Berichte kam von einem älteren Viehzüchter, der seit Jahrzehnten in der Nähe des Ortes lebte. Er sagte, dass er eines Nachts, während er sich um sein Vieh kümmerte, etwas Unmögliches sah. Ein dünner, senkrechter Lichtstrahl schoss direkt aus dem Loch und durchbohrte den Himmel wie ein stiller, außerweltlicher Scheinwerfer. Doch was es wirklich unheimlich machte, war, dass sich der Strahl nicht wie gewöhnliches Licht ausbreitete. Er blieb perfekt gerade, fast so, als wäre er fest. Ein anderer Zeuge, ein ehemaliger Bauarbeiter, erinnerte sich daran, ein unheimliches Geräusch aus der Tiefe des Lochs gehört zu haben. Es war nicht das Heulen des Windes oder das Knirschen der Erde, sondern ein tiefer, mechanischer Summton, wie das entfernte Surren gewaltiger Maschinen. Doch es gab keine Fabriken, keine unterirdischen Tunnel, keine mögliche Quelle für dieses Geräusch. Noch beunruhigender war, dass dieses spezielle Loch sich in einem wichtigen Punkt von dem von Mel unterschied. Obwohl es ebenfalls 9 Fuß breit war, bestand sein Rand nicht aus Stein. Stattdessen war ein metallischer Ring rund um den Rand eingebettet, etwas, das niemand erklären konnte. Und dann waren da die Gegenstände, Dinge, die hineingeworfen wurden und scheinbar nie den Boden erreichten. Jugendliche hatten das Loch über Jahre hinweg für Mutproben genutzt und Steine, Stöcke und sogar alte Haushaltsgeräte hineingeworfen. Aber egal, was sie hineinwarfen, sie hörten niemals ein Platschen, einen Aufprall oder ein Echo. Es war,
als ob die Objekte in dem Moment aufhörten zu existieren, indem sie die Schwelle überschritten. Ein Mann behauptete, er habe ein Ei hineingeworfen, in der Erwartung, es gegen die Wände zerschellen zu hören. Doch Minuten vergingen und es geschah nichts. Kein Geräusch, kein Aufprall, nur Stille. Die bizarren Geschichten hörten dort nicht auf. Ein pensionierter Bergmann, der sein Leben lang in tiefen Schächten gearbeitet hatte, beschrieb ein unheimliches Gefühl in der Nähe des Lochs, wie statische Elektrizität in der Luft, die die Haare auf seinen Armen aufstellte. Eine weitere Einheimische, deren Familie seit über einem Jahrhundert in der Gegend lebte, glaubte, dass das Loch uralt sei. Ihrer Aussage nach reichen die Geschichten darüber über Generationen hinweg zurück. Doch gerade als es schien, als sei Mels Loch einzigartig, tauchten Gerüchte über eine weitere, noch geheimnisvollere Grube auf, eine, von der manche behaupteten, sie hätte niemals gefunden werden dürfen. Das Nevada-Loch. Eine weitere geheimnisvolle Grube. Während Mel Waters seine Entdeckungen im nächtlichen Radio teilte, tauchten neue Berichte aus dem ganzen Land auf. Menschen behaupteten, auf andere Gruben mit seltsamen Eigenschaften gestoßen zu sein, doch ein Ort stach besonders hervor, das Nevada-Loch, tief versteckt in der Wüste. Die Legende des Nevada-Lochs geht Mels Enthüllungen zeitlich voraus, blieb jedoch stets geheimnisumwoben. Im Gegensatz zu Mels Loch, über das offen gesprochen wurde, erwähnte man diese zweite Grube nur im Flüsterton, als ob allein das Aussprechen Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Die Gerüchte über militärische Beteiligung verstärkten das Mysterium. Nicht gekennzeichnete schwarze Hubschrauber, bewaffnete Wachen und riesige Transportfahrzeuge, die regelmäßig unbekannte Ausrüstung bewegten. Einheimische vermuteten eine von der Regierung kontrollierte Operation, um etwas zu verbergen, das die Öffentlichkeit niemals erfahren sollte. Trotz der Geheimhaltung waren die Ähnlichkeiten mit Mels Loch nicht zu übersehen. Wie sein Gegenstück galt auch das Nevada-Loch als bodenlos. Beschwerte Angelschnüre trafen nie auf festen Boden. Personen in der Nähe der Grube spürten seltsame Vibrationen unter ihren Füßen, als würde etwas in der Tiefe pulsieren. Ein ehemaliger Viehzüchter erinnerte sich an ein beunruhigendes Ereignis in den 80er Jahren. Militärangehörige ließen mit einer kranartigen Maschine eine große metallene Kiste in das Loch hinab. Seltsamerweise machte die Kiste beim Absenken keinerlei Geräusche. Es folgten weitere bizarre Vorfälle. Ein Reisender, der vor Sonnenaufgang durch die Wüste fuhr, berichtete von einem intensiven Lichtausbruch, der aus dem Loch emporstieg, den Himmel für mehrere Sekunden erhellte und dann verblasste. Als er später zurückkehrte, war der Ort verlassen, als hätte dort nie etwas existiert. Die Spekulationen nahmen zu. Könnten Mels Loch und das Nevada-Loch miteinander verbunden sein, Teil eines verborgenen unterirdischen Systems? Oder waren sie etwas noch Fremderes, Tore zu einer anderen Dimension oder zu einer Unterwelt? Doch je mehr Interesse das Nevada-Loch auf sich zog, desto mehr geschah etwas Seltsames. Berichte verschwanden, Forenbeiträge, Zeitungsartikel, Zeugenaussagen, alles wurde ohne Erklärung gelöscht. Forscher, die Expeditionen planten, wurden plötzlich gewarnt. Einige erhielten anonyme Anrufe, andere wurden von unbekannten Personen angesprochen, die zu viel zu wissen schienen. Ein Ermittler, der Anfang der 2000er Jahre das Nevada-Loch besuchen wollte, erhielt in der Nacht vor seiner Reise einen kryptischen Anruf. Eine Stimme am anderen Ende sagte nur, lassen Sie es sein. Sie wollen nicht wissen, was dort unten ist. Mit den Löchern in Washington und Nevada bleibt die drängendste Frage, was befindet sich am Grund? Und was, wenn überhaupt, verbindet sie? Wir werden tiefer in die Schattenwelt rund um diese Gruben eintauchen. Regierungsvertuschungen, geheime Agenten und die unbekannten Kräfte, die im Spiel sind. Regierungsvertuschung, Mels Verschwinden und die Unterdrückung der Wahrheit. Als Mel Waters seine Entdeckung öffentlich machte, veränderte sich alles. Was als eine kuriose Geschichte bei Coast to Coast AM begann, zog bald die Aufmerksamkeit jener auf sich, die sie zum Schweigen bringen wollten. Laut Mel griff die Regierung schnell ein. Es begann mit einer Warnung. Ich bestätigte, dass alles in Ordnung sei. Dass ich weder bei einer Nachrichtenagentur noch bei einer Strafverfolgungsbehörde war, erinnerte er sich. Doch dann erschienen Männer in schwarzen Anzügen. Sie waren keine örtlichen Behörden. Sie agierten außerhalb des normalen Rechtssystems. Einer von ihnen, groß und einschüchternd, gab einen einfachen, eisigen Befehl, vergiss das Loch. Mel weigerte sich. Das Land gehörte ihm. Da wurde aus der Warnung eine Drohung. Dann begann die merkwürdige Überwachung.
Seine Telefonleitung wurde abgehört. Anrufe brachen ab und seltsame Klickgeräusche hallten im Hintergrund. Er wurde von nicht gekennzeichneten Fahrzeugen verfolgt. Schwarze SUVs lauerten in der Nähe seines Grundstücks und Hubschrauber durchsuchten das Gelände. Eines Tages kehrte Mel nach Hause zurück und fand sein Land eingezäunt, mit bewaffneten Wachen auf Posten. Als er versuchte, das Gelände zu betreten, sagte ihm ein Soldat kühl: „Dieses Land gehört dir nicht mehr." Sein Zuhause war über Nacht verschwunden. Versuche, sich zur Wehr zu setzen, wurden mit rechtlichen Drohungen und bürokratischer Blockade beantwortet. Bald waren alle Aufzeichnungen über Mels Loch verschwunden. Lokaldokumente, Karten und sogar Zeitungsberichte, alles gelöscht. Eine Vertuschung war im Gange. Aber warum? Einige vermuten ungewöhnliche Energiemesswerte. Andere glauben, dass sich am Grund etwas weitaus Beunruhigenderes befindet. Doch gerade als es schien, als sei das Geheimnis endgültig begraben worden, tauchte eine neue Untersuchung auf, eine, die modernste Technologie einsetzen würde, um die Tiefen von Mels Loch zu erforschen und Beweise zu finden, die noch verstörender waren als zuvor. Ethan Caldwells Drohnenuntersuchung. Jahrelang schien Mels Loch in Vergessenheit zu geraten, begraben unter Schichten von Geheimhaltung. Doch die Wahrheit findet immer einen Weg, wieder an die Oberfläche zu gelangen. In den frühen 2000er Jahren machte sich Dr. Ethan Caldwell, ein angesehener Geophysiker, daran, das Geheimnis mit einem Expertenteam und fortschrittlicher Technologie zu untersuchen: Drohnen, Wärmesensoren, Detektoren für elektromagnetische Felder und hochauflösende Kameras. Der Plan war einfach: Drohnen einsetzen, um das Loch zu kartieren und Daten zu sammeln, ohne das Gelände physisch betreten zu müssen. Doch als das Team seine Ausrüstung startete, geschah etwas Merkwürdiges. Die Drohnenaufnahmen wurden schnell verzerrt, Bildschirme flackerten und Signale brachen ohne ersichtlichen Grund ab. Wärmesensoren registrierten an unterschiedlichen Tiefen eisige Temperaturen, während die Detektoren für elektromagnetische Felder unvorhersehbar ausschlugen. Dann kam der beunruhigendste Moment. Eine schattenhafte Gestalt erschien am Rand des Kamerabereichs. Sie war zu groß, um eine Felsformation zu sein, und noch bevor das Team sie analysieren konnte, brach jede Drohnenübertragung abrupt ab. Weitere Versuche, die Drohnen neu zu starten, scheiterten. Es war, als ob das Loch ihre Anwesenheit ablehnte. Kurz darauf griffen die Behörden ein und warnten Dr. Caldwell, seine Forschung sofort einzustellen. Offiziell wurde jede Beteiligung bestritten, aber es wurde klargemacht, dass weitere Untersuchungen unerwünscht seien. Wenig später verschwanden sämtliche Drohnenaufnahmen auf mysteriöse Weise von gesicherten Servern. Trotz fehlender Antworten war eines unbestreitbar: Mels Loch war mehr als nur ein bodenloser Abgrund. Die unregelmäßigen Energiemessungen, die riesige Schattenerscheinung und die unerklärlichen Störungen deuteten auf etwas hin, das jenseits normaler wissenschaftlicher Erkenntnis liegt. Drohnenerkundung und schockierende Entdeckungen. Die Spannung rund um Mels Loch erreichte ihren Höhepunkt während des letzten Versuchs, endgültige Beweise zu sammeln. Als die Drohne hinabstieg, erfasste ihre Kamera etwas Unnatürliches. Glatte, polierte Wände, viel zu gleichmäßig, um eine natürliche Formation zu sein. Es gab keine schroffen Felsen, keine Unregelmäßigkeiten. Es war, als hätte etwas den Tunnel mit Präzision geformt, jenseits menschlicher Fähigkeiten. Dann begannen die Instrumente zu versagen. Starke elektromagnetische Störungen pulsierten aus der Tiefe und störten die Sensoren der Drohne. Das Team hatte sich auf Anomalien vorbereitet, aber das hier war etwas anderes. Es war, als würde das Loch selbst auf ihre Anwesenheit reagieren. Zuerst war es nur ein Flackern, eine visuelle Anomalie auf dem Bildschirm. Doch als die Drohne 10.000 Fuß passierte, wurde das Bild klarer. Was als verzerrter Schleier begann, nahm Gestalt an. Eine Hand schwebend in der Luft, unmöglich still in der Dunkelheit. Kein Felsen, kein Schatten. Eine menschenähnliche Hand, durchbrechend, eingefroren in der Zeit. Das Team zoomte heran, um Antworten zu finden. Aber je mehr sie fokussierten, desto instabiler wurde das Signal. Der Drohnenfeed flackerte und wurde dann schwarz. Jede Verbindung war verloren. Das Team versuchte hektisch, den Kontakt wiederherzustellen, aber es war vergeblich. Die Drohne, samt aller Beweise, die sie vielleicht enthielt, war verschwunden. War die Hand ein Überbleibsel von etwas, das in der Tiefe begraben war? Oder war sie lebendig? Konnte es sein, dass sie beobachtete, genau wie sie beobachtet wurde? Die Fragen hörten hier nicht auf. Einmischung der Regierung und Vertuschung.
Gerade als die Drohne tiefer hinabstieg als je zuvor, hörte alles auf. Das Signal weg. Der Bildschirm schwarz. Es war keine Störung. Kein technischer Fehler. Es war, als hätte etwas oder jemand entschieden, dass es genug sei. Innerhalb von wenigen Minuten wurde die gesamte Operation ohne Vorwarnung beendet. Caldwell und sein Team wurden aufgefordert, den Ort sofort zu verlassen. Keine Erklärung, keine Diskussion. Das aufgezeichnete Filmmaterial? Beschlagnahmt. Laptops, Festplatten, sogar handschriftliche Notizen. Alles wurde mitgenommen. Die mysteriösen Formen, die seltsamen elektromagnetischen Ausschläge, das letzte Bild der Drohne vor ihrem Verschwinden. Nichts davon gelangte je an die Öffentlichkeit. Und genau so verschwanden Jahre der Forschung über Nacht. Was war also wirklich geschehen? Was war so beunruhigend, dass es so schnell begraben werden musste? Am nächsten Morgen war alles anders. Fahrzeuge mit offiziellem Aussehen erschienen. Der Ort wurde abgesperrt. Niemand durfte hinein und die Anwohner in der Nähe wurden angewiesen, zu schweigen. Einige flüstern noch immer über das, was sie gesehen haben. Lichter, Geräusche, Schatten, wo keine sein sollten. Andere behaupten, es sei nicht nur ein Loch, sondern etwas weitaus Komplexeres. Eine Art Durchgang. Aber wohin? Könnte es sich um eine einzigartige geologische Struktur handeln, die unser aktuelles Verständnis der Erdkruste herausfordert? Eine natürlich entstandene Anomalie? Oder vielleicht ein Überbleibsel von etwas Uraltem, das die Wissenschaft noch nicht erfasst hat? Wie immer wuchert die Spekulation. Manche vermuten einen Zusammenhang mit geheimer Forschung, Tiefentechnologie oder sogar natürlichen Kräften, für die wir noch keinen Namen haben. Doch eines ist sicher: Es wurde nie eine offizielle Erklärung abgegeben. Kein Filmmaterial wurde veröffentlicht. Und der leitende Forscher, Dr. Caldwell, verschwand kurz darauf. Niemand weiß, wohin er ging oder warum er nie wieder sprach. Warum dieses Schweigen? Was machte dieses Loch so bedeutsam, dass es aus dem öffentlichen Bewusstsein gelöscht werden musste? Ob es sich nun um einen natürlich geformten Abgrund mit seltsamen physikalischen Eigenschaften handelt oder um etwas noch rätselhafteres. Mells Loch hat sich seinen Platz als eines der geheimnisvollsten Phänomene der modernen Zeit verdient. Ein Ort, der die Wissenschaft weiterhin herausfordert, jeder Erklärung trotzt und die Fantasie beflügelt. Und nun geben wir die Frage an euch weiter. Was glaubt ihr? Verbirgt sich unter Mells Loch ein seltenes geologisches Phänomen? Ein eingestürztes Höhlensystem voller magnetischer Mineralien? Oder vielleicht etwas, das wir einfach noch nicht entdecken sollten? Zumindest noch nicht. Lasst uns eure Gedanken in den Kommentaren wissen. Wir lieben es, eure Theorien zu lesen. Wenn euch diese Geschichte fasziniert hat, gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Entdeckungen der faszinierendsten Geheimnisse der Welt. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis bald.